begrüße euch zu einem neuen Video, heute an diesem Montag. Ich dachte, ich nehme euch mal mit durch so einen typischen Montag von mir und tatsächlich, wir vloggen heute mal wieder so ein bisschen. Ich habe das ja vor kurzem schon erzählt, dass ich eigentlich so diese typischen Mama-Alltags-Vlogs nicht mehr machen wollte, weil ich meinen Sohn gerne ein bisschen mehr hier raushalten möchte. Aber ich dachte, heute machen wir einfach mal so einen typischen Pia-Montag. Wie sieht so mein typischer Montag aus? Und ihr habt meinen Morgen schon so ein bisschen gesehen. Ignoriert bitte den Wäscheständer hinter mir. Ich sitze gerade im Arbeitszimmer und der Wäscheständer steht gerade hier. Die Waschmaschine läuft gerade auf Hochtouren. Und das ist auch so ganz typisch, ja, Montag für mich. Beziehungsweise eigentlich eher so jeden Morgen, was ihr gesehen habt, dass ich erstmal, bevor ich frühstücke und Kaffee trinken kann, ganz in Ruhe, muss es erstmal aufgeräumt sein bei mir. Also ich muss als allererstes, beziehungsweise ist nicht das Erste, was ich mache. Das Erste, was ich mache morgens, ist erstmal mich so ein bisschen fertig machen und dann meinen Sohn anziehen und dann kommt er in die Kita. Und wenn ich dann aber nach Hause komme, dann muss ich erstmal aufräumen. Ich muss die Betten machen. Zum Thema Bett werde ich euch gleich auch noch mal ein bisschen was erzählen. Und halt generell so die Küche. Oh, wenn die Küche unordentlich und dreckig ist, das kann ich halt überhaupt nicht haben. Und manchmal schaffe ich es einfach nicht, die abends die Spülmaschine noch auszuräumen oder so, weil es dann zu laut ist, wenn der Kleine dann schon schläft. Und dann mache ich das halt morgens, so wie ich das heute auch gemacht habe. Habe die Küche aufgeräumt, Betten gemacht, so ein bisschen aufgeräumt. Und dann habe ich gefrühstückt und dann, wie ihr seht, habe ich mich auch endlich mal so ein bisschen zurecht gemacht. Ich habe geduscht und ja, mich einfach so ein bisschen fertig gemacht, ein bisschen sommerlicher angezogen, weil heute ist wieder schönstes Sommerwetter. Und jetzt, wie gesagt, ich sitze am Schreibtisch im Arbeitszimmer und jetzt werde ich erstmal so ein bisschen arbeiten. Ich habe so ein paar organisatorische Dinge zu tun heute. Was ich auch immer montags mache, ist, ich plane mir so ein bisschen meine Woche. Ich nutze mein Bullet Journal am liebsten dafür. Das mache ich seit Anfang des Jahres. Ich habe es aber 1-2 Monate nicht genutzt. Ich glaube, hätte ich diese 2 Monate genutzt, dann wäre es mittlerweile wahrscheinlich schon voll. Ich habe anfangs erst immer ja, das Bullet Journal genutzt, um mir meine To-Do-Listen zu machen. Und dann, es ist ja doch zeitaufwendig, sich da jeden Monat dann so dieses Setup zu machen. Und dann hatte ich da irgendwie ein paar Monate keine Lust drauf und habe dann, wo habe ich es? So einen Blog genutzt, den ich mal geschenkt bekommen habe, beziehungsweise mir ausgesucht hatte. Und zwar sieht der so aus. Es ist so ein Tagesplaner, da kann man hier halt auch alle seine To-Dos draufschreiben und welche ja, wichtigen E-Mails und Anrufe man an dem Tag machen muss. Und noch so ein paar andere Notizen kann man sich da hinschreiben. Das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Aber irgendwie hat man dann halt so diese einzelnen vollgeschriebenen Blätter. Hier hat mein Sohn, er hat gesagt, er schreibt im Moment immer und dann sieht das so aus. Da hat man irgendwie so diese einzelnen Blätter und irgendwie finde ich es schöner, das in einem Buch zu haben. Und deswegen habe ich dann auch eine Weile das hier genutzt, das 6 Minuten Erfolgsjournal, das ich auch super cool finde. Vom Prinzip her, aber irgendwie hat mir das nicht so ganz gereicht, weil hier hat man, ich mache mal eine leere Seite, Prinzip hier ist halt, dass man sich so einen Tagesfokus setzt und auch einfach sich nicht zu viele To-Dos in so einen Wochentag reinknallt, was auch durchaus sinnvoll ist, definitiv. Das ist nämlich eine Sache, die ich ja, so ein typischer Fehler, den ich ständig mache. Ich mache mir viel zu viele To-Dos für einen Tag und es ist einfach von vornherein zum Scheitern verurteilt und das stresst dann natürlich nur. Und hier ist das so, dass man halt sich einen Tagesfokus setzt und 2 Haupt-To-Dos und so ein paar, das nennen die hier dann halt die Kirsche on top. Aber mir hat das dann irgendwie auch wieder nicht gereicht. Tja, deswegen bin ich dann jetzt doch wieder zurück zum Bullet Journal und ich mache mir da auch echt immer so total basic Setups. Also hier ist eine Woche, genau, hier ist eine Woche, da konnte ich nicht arbeiten, deswegen ist die leer. Also so sieht das bei mir auch dann einfach nur aus. Also für jeden Tag halt so ein Ding. Und viel mehr mache ich da auch gar nicht mehr, was das angeht, das Bullet Journaling. Ich brauche halt einfach meine To-Do-Liste. Ich muss mir am Anfang eines Tages und am Anfang einer Woche aufschreiben, was so die wichtigsten To-Dos sind, was ich zu tun habe oder was ich tun möchte, um irgendwie so eine Struktur in meinen Arbeitstag zu kriegen. Deswegen habe ich das heute in diesem Montag gemacht. Ich mache das für jeden Tag im Einzelnen, dass ich mir nochmal genau meine To-Dos aufdrösele, aber am Anfang von der Woche ja,
teile ich schon mal so ein bisschen ein, so wann ich welches Video drehe und so weiter, wann ich die Skripte mache, Contentplanung und so weiter. Genau. Heute habe ich sonst noch so ein paar andere organisatorische Dinge zu tun. Ich habe E-Mails zu bearbeiten. Ich habe ein Telefonat heute auch wegen einer anstehenden Kooperation, um da so ein paar Sachen nochmal zu besprechen. Dann möchte ich aber auch so ein paar Sachen hier zu Hause machen und das werde ich euch gleich zeigen. Erstmal arbeite ich jetzt meine wichtigsten To-Dos so ein bisschen ab, dass ich ein bisschen Luft habe und zeige euch dann, was ich gleich noch machen möchte. Es ist mittags, es ist jetzt 12 Uhr. Ich habe tierisch Hunger. Ich habe so die wichtigsten To-Dos habe ich erledigt. Ich habe E-Mails beantwortet, habe das Telefonat gehabt und habe die Contentplanung für die nächsten 3 Monate skizziert, sagen wir mal so. Ein paar Themen müssen halt nochmal genauer ausgearbeitet werden, aber so im Groben steht der Plan. Was somit mein Haupt-To-Do für heute war, weil das ist manchmal nicht immer ganz leicht, da Sachen zu finden und auch einfach so ein bisschen Abwechslung immer mal wieder mit reinzukriegen in die Videos. Aber ich glaube, das könnte mir ganz gut gelungen sein. Und ich sitze jetzt gerade im Kinderzimmer, ihr seht es vielleicht hinter mir. Ich habe nämlich eben schon gesagt, ich wollte noch was zum Thema Bett erzählen. Wir hatten nämlich ein sehr, sehr aufregendes Wochenende, weil wir unserem Sohn endlich ein neues Bett gekauft haben. Ein großes Jungenbett, so nenne ich es jetzt mal. Er hat noch bis vor kurzem in seinem, ich sag's mal, Babybett geschlafen, aber ohne das Gitter vorne dran. Wir hatten ein Bett von Ikea, bei dem man das vordere Gitter abmachen kann, sodass er halt selber auch in das Bett rein und raus klettern konnte und hatten halt diesen Rausfallschutz da dran. Nun ist er halt sehr groß und es hat sich schon länger abgezeichnet, dass dieses Bett einfach langsam zu klein ist für ihn. Er ist jetzt fast 3 Jahre alt und es wurde halt ein bisschen knapp. Wir haben aber trotzdem irgendwie versucht, das Ganze so ein bisschen rauszuzögern, um halt irgendwie so den richtigen Moment abzupassen, bis wir ihm ein neues, größeres Bett besorgen. Und jetzt war der Zeitpunkt aber eindeutig für uns gekommen. Wir haben, sagen wir mal so, wir haben ein paar sehr, sehr harte Wochen oder 2 Monate hinter uns. Ich möchte da jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber es haben sich halt einfach so ein paar Sachen irgendwie schlagartig hier geändert und unter anderem musste der Kleine einen Krankenhausaufenthalt durchmachen und ja, es kommt jetzt wieder Normalität hier rein. Wir sind wieder in unserem normalen Alltag angekommen, aber trotzdem haben wir halt gemerkt, dass so das ganze Hin und Her der letzten Wochen nicht spurlos am Kleinen vorbeigegangen ist. Und das hat sich insbesondere auf sein Schlafverhalten ausgewirkt. Ende vom Lied war, dass er halt gar nicht mehr bei sich geschlafen hat, sondern nur noch bei uns im Bett. Dann haben wir gedacht, okay, wir geben ihm erstmal die Zeit, die er anscheinend ja braucht, bis er wieder so ein bisschen in seinen normalen Rhythmus, seinen normalen Trott reinkommt und auch merkt, okay, es ist jetzt wieder alles stabil, nenne ich es mal so. Das haben wir ihm gegeben, aber jetzt war dann halt auch so für uns der Zeitpunkt, was wir gedacht haben, okay, um ihm einen Anreiz zu schaffen, dass er wieder in seinem eigenen Zimmer vielleicht schlafen möchte, bieten wir ihm ein neues Bett, das sowieso jetzt hätte sein müssen. Und das hat sich dann halt einfach ganz gut angeboten. Und deswegen waren wir am Wochenende bei Ikea, haben ihm ein neues Bett gekauft. Das ist Flecke. Wir haben uns sehr schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen, da was zu finden. Ich war ja sehr lange auf dem Trip, dass ich gesagt habe, okay, ich hätte gern so ein Hausbett, wie man sie halt bei Instagram super viel sieht. Und die sehen halt auch einfach echt ganz schick aus. Ich glaube aber, dass der Raum hier mit so einem Hausbett völlig überfüllt wäre. Also das Kinderzimmer ist eigentlich recht klein, aber wenn man die Möbel ganz gut stellt, dann kriegt man hier auch gut was rein, sodass trotzdem noch Platz zum Spielen bleibt. Also das ist kein riesengroßes Kinderzimmer hier. Und ich glaube einfach so ein Hausbett, was ja dann halt auch nochmal so große Balken hat und so weiter, als ja nochmal ein richtiges Dach hat und so. Ich glaube, damit wäre dieser Raum einfach völlig überladen. Und deswegen bin ich dann da von diesem Plan oder von
von dieser Idee wieder so ein bisschen abgekommen. Und letztendlich haben wir uns dann halt doch bei Ikea umgeschaut, was es da gibt. Erstmal online, damit wir halt einen genauen Plan haben und dass wir halt auch erstmal überhaupt wussten, ob es generell irgendetwas gibt, das uns da gefällt. Und wir hatten so ein paar in der Vorauswahl, haben uns das dann am Samstag live bei Ikea angeschaut. Und letztendlich ist die Wahl auf Flecke getroffen. Das ist halt eigentlich so ein Tagesbett. Und das super Praktische hieran ist halt, dass man diesen Teil hier, den unteren Teil, das ist jetzt gerade sehr fest, weil der Teppich da drauf steht, ausfahren kann. Das kann man komplett rausziehen und da ist dann auch nochmal ein Lattenrost und dann kann man da nämlich auch eine zweite Matratze drauflegen. Wir haben auch direkt eine zweite Matratze gekauft und eigentlich ist das bei diesem Bett so, dass man halt, wenn das eingefahren ist, beide Matratzen übereinander hier drauf liegen hat. Und wenn man das untere Teil dann ausfährt, dann zieht man halt eine Matratze halt rüber. Das Praktische ist hier dann hat man halt eine große, gerade Liegefläche. Und wie das nicht bei vielen anderen dieser Betten ist, wo man unten einen Teil rausziehen kann, wo eins dann weiter oben und der zweite Teil ist dann weiter unten. Also das ist dann hier bei diesem Bett auf einer gleichen Höhe. Und außerdem hat das auch nochmal 2 Schubladen hier unten. Das heißt, ein bisschen Stauraum hat man auch noch, wo er dann Bettwäsche und auch nochmal ein bisschen Spielzeug rein kann. Wir haben ihm auch direkt richtiges Bettzeug dazu gekauft, aber er nutzt das noch nicht. Also in diesem Kissen versinkt er. Es ist natürlich, also es ist noch viel zu groß für ihn. Aber ich finde das so zu Deko-Zwecken, finde ich es sehr, sehr hübsch, wenn das schon so auf dem Bett alles so, wenn das Bett halt mit dem schönen großen Bettzeug gemacht ist und so. Und die Bettwäsche hat er sich auch selber ausgesucht. Das war einmal dieses Dschungelmotiv, das er sich ausgesucht hat. Und dann noch eins mit so einem Bären. Also das Kissen, das hat er gesehen und hat direkt gesagt, das möchte er gerne haben. Da ist das komplette Kissen halt ein Bärenkopf und also ist dann braun und die Bettdecke ist dann ja so hellblau. Moment, ich hab's doch hier, kannst du zeigen. Ja, also so, ihr könnt es ja ahnen, ne? Das ist der Kissenbezug. Und die Bettdecke ist dann so in diesem Muster gehalten und dann hat man da irgendwo hier auch nochmal dann die Pfoten vom Bären, sodass das halt aussieht, dass der Bär da im Bett liegt. Das fand er total toll und wollte er unbedingt haben, deswegen hat er das gekriegt, genau. Ja, und das war dann halt auch irgendwie unser Sonntag. Also wir haben den ganzen Sonntag damit verbracht, hier dieses Bett aufzubauen, beziehungsweise das hat mein Mann zusammen mit dem Kleinen gemacht, die haben zusammen das Bett aufgebaut. Und danach halt hier halt Möbel schieben und so weiter, um zu gucken, wie der Platz hier am besten genutzt ist, sodass man keine toten Ecken hat, die man überhaupt nicht nutzen kann. Und so wie es jetzt ist, haben wir es, glaube ich, ganz gut ausgenutzt. Und ja, ich finde es total schön. Während die beiden Männer dann gestern das Bett aufgebaut haben, das Kinderzimmer hier gemacht haben, hatte ich gestern total den Rappel und habe Haushalt gemacht. Also ich hatte irgendwie... Kennt ihr das, wenn ihr so ganz plötzlich dieses Bedürfnis habt zu putzen? So, ich muss jetzt putzen. Das hatte ich gestern. Und also gestern war der absolute Rödelsonntag, aber es hat voll gut getan. Es hat richtig gut getan. Es war so produktiv und man sieht ja hinterher auch ein Ergebnis und das war schön. Und ich habe nämlich auch eine Sache gemacht, beziehungsweise teste das aktuell noch. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Ich habe nämlich auf einmal die fixe Idee gehabt. Jetzt mache ich hier die Fenster zu, weil sonst ist es zu laut. Tomatensauce einzukochen. Ich weiß nicht, wo das plötzlich her war, aber ich hatte plötzlich das Bedürfnis. Ja, der Kleine hatte sich halt zum Mittagessen gestern Spaghetti mit Tomatensauce gewünscht und ich habe dann halt angefangen, eine Tomatensauce zu kochen und habe dann gedacht, okay, komm, machst du einfach mal ein bisschen mehr und kannst was einfrieren. Und da war ich aber irgendwann so, ich habe noch so viele, also ich bewahre eigentlich immer, wenn ich irgendwie was in so Schraubgläsern kaufe, so Gurken oder irgendwas, bewahre ich die eigentlich immer auf, ich mache die sauber und packe die in den Schrank, weil man kann immer Aufbewahrungsgläser gebrauchen. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja so viele Schraubgläser, man kann Tomatensauce, man kann die ja auch so im Glas, so fertige Tomatensauce kaufen. Das heißt, man kann die ja bestimmt auch selbst einkochen und habe so ein bisschen gegoogelt. So, und ich habe jetzt hier diese 2 Gläser, also das, was hat jetzt halt für 2 Gläser dann noch gereicht, weil ich dann jetzt auch zum Testen auch nicht so eine riesengroße Menge machen wollte. Aber das sind jetzt die 2 Gläser. Eins davon werden wir halt zeitnah öffnen und essen. Und eins davon werden wir halt eine Weile jetzt verstauen. Aber, hört ihr das? Also da ist auf jeden Fall ein Vakuum drin.
Und mal gucken, ob das hält. Also ich bin sehr gespannt. Weil ich finde das nämlich nochmal einen Tacken praktischer als Tomatensauce einfrieren, weil bis sie dann aufgetaut ist. Und ich finde, so ein bisschen verändert sich das geschmacklich ja doch irgendwie durch das Einfrieren und Auftauen. Und so ist es einfach ruckzuck Glas offen, ja, erhitzen, warm machen und fertig und über die Nudeln geben. Fände ich das richtig cool. Das heißt, wenn dieses eine Glas, das ich jetzt ein bisschen länger verstauen werde, ein paar Wochen, wenn es dann immer noch gut ist, die Tomatensauce, dann werde ich eine große Menge kochen davon und einkochen. Und dann, wenn ihr Interesse habt, werde ich da auch sehr gerne mal ein Video zu machen, weil das ist nämlich etwas so einkochen und so, einmachen, einkochen, finde ich super spannend, finde ich super interessant, möchte ich gerne mehr machen. Und ich finde Tomatensauce ist einfach so mega praktisch, weil wir essen viel Tomatensauce, weil wir essen viel Nudeln. Und dann, wenn man so eine fertige Basis schon zu Hause hat, was man dann einfach nur noch mit Gemüse und so weiter verfeinern kann, ist einfach ja, ein riesiger Arbeitsschritt gespart. Ja, also, wenn das klappt, dann werde ich da weiter drüber berichten und werde euch erzählen, wie genau ich das gemacht habe. Denn einfach nur, wie das jetzt bei Marmelade der Fall ist, in Gläser füllen, zumachen und umdrehen, reicht bei Tomatensauce nicht. So viel dazu. Jetzt habe ich jetzt habe ich Hunger und ich brauche erstmal Mittagessen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Vielleicht mache ich mal einfach ein Omelett. Ich habe mich jetzt einmal gerade auf den Boden im Arbeitszimmer gesetzt. Ich habe nämlich eine Sache, die ich noch machen wollte. Ihr seht es hier. Ich habe vor Ewigkeiten mal angefangen, Toni-Regale selber zu machen fürs Kinderzimmer. Und ja, vor Ewigkeiten angefangen und dann irgendwie nie weitergemacht, weil sie mir erstens dann nicht so gut gefallen haben. Also ich habe halt Regale umlackiert und ich kann halt nicht lackieren und es sah halt nicht schön und ebenmäßig aus und ja, und irgendwie habe ich dann gedacht, boah, nee, komm, irgendwie hatte ich dann den Spaß dran verloren und habe nicht weitergemacht. Und zweitens, weil ich einfach wusste, okay, wenn der Kleine ein großes Bett kriegt, wird es sowieso an einer anderen oder wahrscheinlich an einer anderen Stelle stehen müssen, als es aktuell, also als das Kleine steht, und dass wir das Zimmer nochmal umräumen müssen. Und ich weiß nicht oder es lohnt sich nicht, dann vorher nochmal diese Toni-Regale an die Wand zu dübeln, weil wir die wahrscheinlich dann eh nochmal umhängen müssen. Dann müssen wir jetzt nicht nochmal dann 6 neue Löcher in die Wand bohren, die dann halt hinterher zu sehen sein werden. Aber das mit dem Bett hat sich ja jetzt erledigt. Und was ich gar nicht erzählt habe, ich habe ja eben erzählt, so das war so ein bisschen mit als Anreiz gedacht, dass er wieder in seinem Zimmer schläft. Und das hat gestern nämlich auch tatsächlich funktioniert. Also ohne Tränen, ohne irgendwas, also war überhaupt gar kein Thema, ist er in seinem eigenen Bettchen eingeschlafen. Natürlich waren wir mit dabei, haben die Einschlafbegleitung gemacht. Das wird auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile so bleiben, dass er nicht alleine einschläft. Das ist aber auch okay. Bin ich fein mit noch. Aber mir war es halt schon wichtig, dass er wieder wenigstens in seinem eigenen Bett einschläft. Er war dann irgendwann in der Nacht wach und ich habe ihn dann zu uns geholt. Aber so der eigentliche Plan nenne ich es mal. Also es wäre ja so oder so nötig gewesen. Aber das ist aufgegangen. Also er hat wieder freudig in seinem eigenen Zimmer, in seinem eigenen Bettchen geschlafen. Aber jetzt, weil das Zimmer ja umgeräumt ist, bin ich dann jetzt doch wieder so, dass ich denke, ich hätte gerne diese Regale da hängen. Und ja, ich muss sie nochmal lackieren mit einer zweiten Schicht. Also das sind 3 solche Quadrate und ich habe bis jetzt nur eine Schicht Lack drauf. Also die sind auch magnetisch. Und bevor ich jetzt die zweite Schicht Lack da drauf mache, muss ich aber an manchen Stellen noch mal ein bisschen abschleifen. Ihr seht das hier, ne? Also hier das da. Also wie gesagt, es sieht einfach auch echt nicht gut aus. Und meine Augenringe sehen auch echt nicht gut aus. Vielleicht, wenn ich es ein bisschen so drehe. Ja, da ist meine Nähkiste. Und ja, die Weihnachtsdecke ist auch nicht fertig genäht. Ich habe 10.000 angefangene DIY-Projekte und keins davon irgendwie fertig. Naja. Jedenfalls dachte ich, dann kann ich das jetzt endlich mal machen. Diese Teile hier abschmirgeln noch und mit der zweiten
Schicht Lack, das ist das Wort, das mir gerade gefehlt hat, mit der zweiten Schicht Lack da drüber gehen und dass wir das dann vielleicht dann auch endlich mal die Tage aufhängen können. Wenn das dann gut durchgetrocknet ist, dann müssen wir die Aufhängungen, womit die aufgehängt werden, wieder dran machen. Angestiegen durch eben Influencer-Werbung. So wurde eine Befragung durchgeführt, ob in den letzten 12 Monaten etwas durch... So, es ist fast Nachmittag. Also es ist jetzt mittags, es ist gleich 2:30. Das heißt, ich habe nicht mehr besonders viel Zeit, bevor ich den Kleinen aus der Kita abholen muss. Und was ich aber häufig mache, wenn ich die größten To-Dos erledigt habe, dass ich schon mal das Abendessen koche. Da muss ich das nämlich nicht machen, wenn der Kleine zu Hause ist und wir haben mehr Zeit zusammen. Erstmal, ihr habt gerade gesehen, dass ich definitiv nicht lackieren kann. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe gegoogelt, so wie am besten sowas lackieren und da stand mit der Rolle und dann aber nochmal mit einem Pinsel drüber, um so die Luftbläschen rauszumachen und das soll dann angeblich aber auch streifenfrei trocknen, weil die Farbe dehnt sich dann beim Trocknen nochmal aus und dann ist das eine ebene Fläche. War es nicht. Man hat die Pinselstriche so extrem gesehen, das war einfach Kacke. Ich hätte beim ersten Mal streichen halt nicht mit einem Pinsel da nochmal drüber gehen dürfen. Man sieht das halt jetzt auch noch bei der zweiten Schicht durch. Ich musste auch nochmal die Rückseiten und das Innere nochmal streichen. Aber naja, es geht einigermaßen. Ich bin jetzt auch wirklich nur mit der Rolle da drüber. Mal gucken, wie es aussieht, wenn es dann komplett fertig ist. Und wenn es an der Wand hängt und die Tonis da dran sind, dann sieht es vielleicht auch nicht mehr ganz so scheiße aus. Jedenfalls, ich koche jetzt Abendessen und wir haben noch ja, eine bunte Auswahl an Gemüse, Aubergine, Zucchini, Paprika, eine Zwiebel mache ich und wir haben frische Tomaten, auch noch eine halbe von meinem Mittagessen. Das werde ich einfach alles zusammen in eine Pfanne schmeißen und das dann noch schön würzen. Und dann entweder koche ich Couscous dazu, wobei mir das dann jetzt auch schon wieder sehr lang dauert, oder ich koche einfach Quinoa dazu. Ich glaube, da tendiere ich gerade eher zu. Ja, deswegen mal gucken, ob der Kleine das isst. Ich hatte lange Zeit immer einen richtigen Allesfresser zu Hause. Also der Kleine hat wirklich ausnahmslos alles gegessen und auch jedes Gemüse. Der hat sogar sehr gerne immer Gemüse gegessen. Und ich wusste einfach, das wird nicht so bleiben. Ich wusste, irgendwann wird die Zeit kommen oder eine Zeit kommen, in der er wahrscheinlich nur Nudeln ohne alles isst. Und in genau so einer Zeit sind wir gerade. So sieht das fertige Essen jetzt aus, also ohne den Quinoa offensichtlich. Kann auch Reis dazu machen, ich weiß es noch nicht. Ich überlege noch, aber es riecht extrem lecker. Ich habe ein ganz kleines bisschen Brühe, noch Gemüsebrühe reingemacht, ein ganz kleines bisschen Tomatenmark und sonst habe ich gewürzt mit, lass mich überlegen, Thymian, Rosmarin und Basilikum. Genau. Und Salz und Pfeffer natürlich. Das riecht extrem gut und ich glaube, es wird auch sehr lecker schmecken. Und weil ich jetzt wirklich so für heute das Wichtigste erledigt habe und ich jetzt gleich den kleinen Mann abhole, beende ich das Video jetzt. Den Vlog, es passiert nämlich hier heute nicht mehr viel. Ich sitze jetzt noch ein paar Minuten und genieße kurz die Ruhe und dann fahre ich gleich los, hole den Kleinen und wir werden einfach ein bisschen miteinander spielen, denke ich. Wir essen meistens zwischen 5:30 und 6 Abendessen, also immer relativ früh, weil er dann einfach schon Hunger hat, meistens zumindest. Und er macht jetzt auch seit ein paar Tagen keinen Mittagsschlaf mehr, weil in der Kita jetzt auch gerade der Übergang von der Kleinen halt in die große Gruppe, wo er dann halt ab Sommer hingehen wird, also bei den großen Kindern, wo eigentlich kein Mittagsschlaf mehr gemacht wird. Und ich habe halt auch gemerkt, okay, er braucht es jetzt auch nicht mehr so unbedingt. Er hat auch das Wochenende jetzt an beiden Tagen keinen Mittagsschlaf mehr gemacht. Aber er ist abends dann natürlich früher müde als sonst. Was nicht unbedingt heißt, dass er wirklich früher schläft. Habe ich festgestellt, ich habe gedacht, er wird dann ein bisschen früher schlafen. Wobei gestern hat er um 8 tatsächlich geschlafen. Und normalerweise ist das 8:30, 9, dass er dann pennt, dass ich aus dem Zimmer rausgehen kann. Gestern war es schon 8, weil er halt total K.O. war. Also 8 wäre natürlich ein absoluter Traum, wenn er dann schon schläft. Auch weil ihm natürlich Schlaf fehlt, weil wenn er mittags nicht mehr schläft. Und er ist da trotzdem
morgens schon um 7 wach, also er schläft dadurch halt nicht länger morgens. Und dann wäre es natürlich schön, wenn er so ein bisschen früher abends schlafen würde. Aber was ich eigentlich sagen wollte, er schläft nicht zwingend früher, aber er schläft halt schneller ein, wenn das Sinn macht. Also wenn er dann endlich mal irgendwann ruhig liegt und nicht mehr erzählt, er erzählt halt abends im Bett immer noch ganz, ganz viel, wenn er dann nicht mehr erzählt und einfach mal kurz ruhig liegt für ein paar Minuten, dann ist er meistens dann auch kurz drauf eingeschlafen. Und anders braucht er, wenn er mittags schläft, dauert es auch, wenn er ruhig liegt und nicht mehr erzählt und einfach nur da liegt mit offenen Augen, weil er wartet immer mit offenen Augen, bis der Schlaf ihn dann sozusagen übermannt. Das dauert dann auch schon mal sehr, sehr lang. Aber deswegen passiert nicht mehr viel. Wir werden 5:30, 6 werden wir Abendessen und dann noch, da wir noch eine kleine Runde spielen und dann mal gucken, zwischen 7 und halb 8 fangen wir dann an, ihn Bett fertig zu machen. Ja, das ist so unser Alltag aktuell. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog, von dem ich eigentlich gesagt habe, diese Vlogs kommen nicht mehr, dass es euch vielleicht trotzdem gefallen hat. Schreibt mir das bitte in die Kommentare und nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, weil mich das ganz doll unterstützt und mir ganz viel hilft. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen zum neuen Video. Bis dann. Tschüss.